Good evening, everyone. Guten Abend Ihnen, euch allen. And I know you're here because you're probably intrigued about fantastic fats. Und ich denke mal, die meisten sind hier, weil sie sehr gespannt sind, was verbirgt sich hinter diesem Titel, Fantastische Fette. The theory that fat causes heart disease Die Theorie, dass Fett zu Herzerkrankungen führt, was first put forward in 1953 ist zum ersten Mal 1953 aufgetaucht. by a scientist in Minneapolis called Ancel Keys. Und das war ein Wissenschaftler in Minneapolis und er hieß Ancel Keys. But did you know that it's never been proved? Aber wusstet ihr, dass das nie bewiesen worden ist? And when he presented his theory, Und als er damals seine Theorie vortrug, he had to eliminate certain cultures because they didn't prove his theory. musste er bei seiner Beweisführung bestimmte Kulturen ausblenden, Menschengruppen, weil die hätten seiner Theorie widersprochen. He had to eliminate the French Zum Beispiel die Franzosen, because they liked their cheese, butter, cream, and heart disease was very low. denn die essen ja gerne Sahne und Käse und trotzdem hatten sie sehr wenig Herzkrankheiten. He had to eliminate the Maasai from Africa Und dann auch die Maasai in Afrika durfte er nicht zulassen, because they live on blood, meat, and milk, zero heart disease. denn sie leben von Fleisch, Blut und Milch und sie haben 0 Herzerkrankungen. And I think the reason they get away with it is because they walk about 100 miles every day. Und ich glaube, sie kommen deswegen mit dieser Ernährung so gut durch, weil sie so etwa 100 Meilen pro Tag laufen. And they certainly can have problems in other areas. Aber natürlich kann es sehr gut sein, dass sie dafür Probleme in anderen Bereichen bekommen. But that is not true science. Aber so funktioniert natürlich nicht Wissenschaft. True science looks at every culture. Echte Wissenschaft schaut sich alle Kulturen an. They assess every culture to find out what is really the truth here. Sie untersuchen alle Menschengruppen, damit sie am Ende zur Wahrheit gelangen. And the fact is, for thousands of years, people have always had some sort of fat in their diet. Und Fakt ist, seit Jahrtausenden war Fett immer ein Bestandteil der Ernährung von Menschen. It all depended where you lived. Und es hing ganz davon ab, wo man lebte. If you lived around the equator, it would be palm oil or coconut oil. Zum Beispiel in der Nähe des Äquators, wenn man dort lebte, dann hat man Palmöl oder Kokosöl genommen. If you lived around the Mediterranean, it was usually olive oil. Oder im Mittelmeerraum war es dann mehr das Olivenöl. And coming up into northern countries of Switzerland, Norway, Und wenn man dann mehr in den Norden ging, in die Schweiz oder nach Norwegen, it was usually cow's butter or cheese. dann war das Fett aus Milch, also Käse und Butter. And then coming right up to the top where we get to the snow, Und wenn man auch weiter in den Norden geht, ganz oben, wo der Schnee liegt, where we get to the Eskimos, they had fish, seal, whale blubber. und bei den Eskimos dann waren das die Fische und die Seehunde oder Wal, Lebertran Very low heart disease. und auch See, sehr wenig Herzkrankheiten. So when did heart disease skyrocket? Also wann fing das eigentlich an, dass diese Erkrankungen in die Luft schossen? It skyrocketed with the Industrial Revolution. Es begann mit der industriellen Revolution. And it was probably around 1960, 70, 80s. Und wahrscheinlich war das so in den 1960er Jahren, 70er, 80er, With Ancel Keys' theory that fat causes heart disease. als Anselm Keys eben diese Theorie aufstellte, dass Fett die Ursache sei für Herzerkrankungen. They developed high heat chemical equipment to get oil out of hard seed. Dass sie eine technische Ausstattung erfunden haben, Geräte, die unter hoher Hitze aus festen Kernen, Samen, Fett gewinnen konnten. And the public were told, stop butter, eat margarine. Und dann hat man der Öffentlichkeit gepredigt, ihr dürft keine Butter mehr essen, die Margarine jetzt. Did that reduce heart disease? Sind dadurch die Herzerkrankungen runtergegangen? Not at all. Überhaupt nicht. Not at all. And cancer rates have risen since then. Keineswegs. Stattdessen gingen die Krebsraten hoch. So what I wanted to do tonight Was ich heute Abend zeigen möchte,
I want to show you the basic structure of different fats. ist, wie die verschiedenen Fette eigentlich aufgebaut sind, die Struktur. Because when you know the basic structure of the fats, you now know why the body uses it, where the body uses it, and how. Denn wenn wir die Struktur der Fette verstehen, dann wissen wir auch, warum der Körper sie gebraucht und wo. What I'm drawing here is an 18-chain fatty acid. Was ich hier euch anzeichne, ist eine 18-kettige Fettsäure. And this 18-chain fatty acid is what makes up omega-3. Und aus dieser 18-kettigen Fettsäure besteht Omega-3. And the highest source of omega-3 in the plant kingdom is found in flaxseed and chia. Und die besten Quellen pflanzlich für Omega-3 sind Leinsamen und Chia. So I want to show you what this 3 means. Nun möchte ich euch zeigen, warum da unten eine 3 steht. Now this 18-chain fatty acid has hydrogen atoms either side. Auf beiden Seiten dieser Fettsäure finden wir Wasserstoffatome. And it's all joined together in the middle by carbon atoms. Und die sind in der Mitte miteinander verbunden durch Kohlenstoffatome. What the 3 means is that the third carbon atom, so that's 1, 2, 3, there's a double bond. Warum steht da die 3? Die 3 bedeutet, man geht 3 Schritte an diesen Wasserstoffbindungen vorwärts und dann findet man eine Doppelbindung. Double bond means instead of one link, there's 2 links. Also nicht nur eine einfache Bindung wie sonst, sondern eine zweifache chemische Verbindung. And whenever you get a double bond, the 2 top hydrogen atoms go and the 2 underneath begin repelling each other. Und die Auswirkung davon ist, dieser Doppelbindung, dass oben die 2 Wasserstoffatome verschwinden und unten die 2 Wasserstoffatome stoßen sich ab. And that repelling action causes a kink in the chain. Und dadurch entsteht so ein Huckel in der Kette. In omega-3, found in flaxseed and chia, there are 3 double bonds. In Omega-3, also was wir in Leinsamen und Chia finden, da gibt es 3 von diesen Doppelbindungen. So that's 2 more empty spots Das heißt, wir haben hier noch 2 Lücken, where the hydrogen atoms have gone, wo die Wasserstoffatome fehlen. and 2 more repelling actions. Und dann noch 2 Wasserstoffpaare, die sich abstoßen. So that's 2 more kinks. Und dadurch haben wir noch 2 weitere dieser Hügel. And that explains why flaxseed and chia seed oil are very thin oils. Und diese chemische Struktur sorgt dafür, dass Leinsamenöl und Chiaöl sehr dünnflüssig ist. And they're called polyunsaturated fatty acids. Und man nennt die mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Poly means more than one double bond. Und warum mehrfach? Weil es mehr als eine Doppelbindung gibt. Unsaturated means that there's empty spots in the fatty acid chain. Und ungesättigt heißt, dass in dieser Fettsäure Lücken bestehen. So I'd like to have a look now at the effect of these double bonds on the body. Und jetzt wollen wir uns anschauen, welche Wirkung haben diese Doppelbindungen auf den Körper. These double bonds create an electromagnetic field between them. Diese Doppelbindungen sorgen für ein elektromagnetisches Feld zwischen ihnen. And we are electrical people. Und wir funktionieren elektrisch. There's a spark of electricity in every cell. In jeder Zelle gibt es so einen elektrischen Funken. And our largest electrical system is our nervous system, Und unser größtes elektrisches System ist unser Nervensystem. particularly our brain. Und zwar besonders das Gehirn. And in the next lecture where we look at preventing Alzheimer's, Und beim nächsten Vortrag, wo es darum geht, wie wir Alzheimer vorbeugen können, you will see that an important part of preventing Alzheimer's is including the chia or the flax in your diet every day. da werdet ihr sehen, dass ein wichtiger Teil der Diät gegen Alzheimer ist, dass man Leinsamen und Chiaöl zu sich nimmt. Because the brain needs this fat.
Denn diese Fettsäuren werden vom Gehirn gebraucht. It not only gives a beautiful suppleness to the membrane around the nerve cell, Sie werden nicht nur gebraucht, um eine Ummantelung der Nervenzellen zu ermöglichen, but it also ensures that electromagnetic field from cell to cell. sondern sie sorgen auch dafür, dass das elektromagnetische Feld zwischen den Zellen bestehen kann. Double bonds are heat sensitive and light sensitive. Solche Doppelbindungen sind hitze- und lichtempfindlich. Being heat sensitive, they attract the heat, Sie sind hitzeempfindlich, das heißt, sie ziehen Hitze an. which means it helps us to manage heat better in our body. Das hilft dem Körper, seine Hitze besser zu regulieren, die Körpertemperatur. These empty spots are light sensitive, Und diese Lücken, die leeren Stellen, sind lichtempfindlich. meaning they attract the light, Das heißt, sie ziehen das Licht auch an. which helps us to absorb vitamin D better. Und das ist eine Hilfe bei der Absorption von Vitamin D. And these empty spots act like a magnet to oxygen. Diese leeren Stellen wirken auch wie ein Magnet für Sauerstoff. Oxygen, the most vital element needed for life. Und Sauerstoff ist sozusagen das lebenswichtigste Element überhaupt. Yes, we've looked at the importance of breathing through our nose, Wir haben uns ja schon betrachtet, wie wichtig es ist, dass wir durch die Nase atmen. but here's another aspect. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. When we're eating these oils, these seeds every day, it ensures better oxygen. Wenn wir diese Samen oder das Öl davon jeden Tag zu uns nehmen, dann wird die Sauerstoffaufnahme verbessert. But Aber if those seeds are ground, left in a bowl on the table, wenn man diese Samen mahlt und dann offen in einer Schale auf dem Tisch stehen hat, within 1 hour, the light, heat and oxygen are absorbed into the empty spots and the oil is destroyed. dann dauert es nur eine Stunde und dann wird die Hitze und das Licht also es wird absorbiert und es verändert die Zusammensetzung und die Kette sieht dann nicht mehr so aus, es wird zerstört. So please don't buy flaxseed already ground. Also bitte, wenn ihr Leinsamen gemahlen zu euch nehmen wollt, dann dürft ihr die nicht gekauft essen. It is a destroyed product. Denn da ist nichts mehr drin, das ist schon zerstört. There is a use for your coffee grinder. Deswegen habt ihr eine Kaffeemühle oder dafür könnt ihr sie sinnvoll benutzen. It's grinding up your flaxseed just before breakfast every day. Nämlich für den Leinsamen und das macht ihr direkt vor dem Frühstück, wird das gemahlen. Let's look at some other oils. Schauen wir uns einige andere Fette an. Let's have a look at sunflower. Zum Beispiel Sonnenblumenkerne. The sunflower oil in the seed is high in omega-6. Das Sonnenblumenöl hat viel Omega-6. 6 indicating the position on the fatty acid chain of the first double bond. Und die 6 steht dafür, wie viele Schritte müssen wir in der Kette vorangehen, bis wir auf die erste Lücke, die erste Doppelbindung So stoßen. this is also an 18-chain fatty acid. Auch das hier ist eine 18-kettige Fettsäure. And the first double bond is at the 6th position. Und auf Position 6 stoßen wir auf die erste Doppelbindung. And there are 2 double bonds in sunflower. Und Sonnenblumenöl hat jeweils in so einer Fettsäure 2 Doppelbindungen. So that means we have 2 empty spots. Und das heißt natürlich auch, dass wir dann 2 Lücken haben. And 2 repelling actions. Und 2 sich gegenseitig abstoßende Paare. So this is not as thin an oil, but it is still a fairly thin oil. Und dieses Öl ist nicht ganz so dünnflüssig, aber immer noch relativ. It's also called a polyunsaturated fatty acid. Auch das nennt man noch eine mehrfach ungesättigte Fettsäure. Poly referring to more than one double bond, and unsaturated because there's some empty spots. Und Poly heißt also, es gibt mehr als eine Doppelbindungen. Und ungesättigt heißt, dass es da eben Lücken in dem Molekül, in der Fettsäure gibt. Let's have a look at olive and almond. Schauen wir uns jetzt Oliven an und Mandeln. Olive and almond oil are also long-chain fatty acids.
Olivenöl, Mandelöl, das sind auch langkettige Fettsäuren. But they only have one double bond, Sie besitzen allerdings nur eine Doppelbindung and they are high in omega-9. und sie besitzen viel Omega-9. 9 indicating the position on the fatty acid chain of the first double bond. Und 9 deswegen, weil an Position Nummer 9 die erste Doppelbindung sitzt. So there's only one repelling action, Nur ein Paar, das sich gegenseitig abstößt and so there's only one kink. und deswegen auch nur ein Hügel. And I think we can all appreciate that olive oil is a very thick oil. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Olivenöl relativ dick ist. It only has one double bond. Es hat auch nur eine Doppelbindung. What about coconut oil? Wie ist das mit Kokosöl? Coconut oil has no double bonds. Kokosöl hat gar keine Doppelbindung. And instead of being a long chain fatty acid, like these three here, Und es ist auch keine langkettige Fettsäure wie die anderen 3 Gruppen, it has short chain fatty acids. sondern kurzkettig. And every spot is full of hydrogen atoms. Und jede einzelne Verbindung ist besetzt mit Wasserstoff. There's no empty spots. Es gibt auch keine Lücken. And so this oil is called a saturated fat. Und deswegen nennen wir dieses Öl gesättigt. And this saturated fat in the cold weather is solid. Und wenn es kühl ist, dann ist dieses Fett auch fest. The olive and the almond oil, the omega-9 is called a monounsaturated. Olivenöl, Mandelöl nennt man einfach gesättigtes Fett, Mono meaning one double bond. weil es nur eine Doppelbindung hat. Unsaturated because there is still one empty spot on the fatty acid chain. Und ungesättigt, weil es ja noch eine Stelle gibt, wo eine Lücke ist. So then the question's asked, well, which oil is the best oil for us? Und jetzt können wir uns die Frage stellen, ja, welches Öl ist denn für uns am besten? Well, it depends which body function you're referring to. Nun, das hängt davon ab, welche Körperfunktion wir unterstützen wollen. The body loves using the omega-3 for cell membrane function and repair. Wenn es um die Zellmembran geht, dass die gut funktioniert, dass die repariert wird, da liebt der Körper die Omega-3-Fette. The omega-6 and 9 can be a support for that, Omega-6 und 9 können diese Funktion auch unterstützen, whereas the saturated fat in the coconut oil, the body loves burning that as fuel. aber das gesättigte Fett wie Kokosöl, das liebt der Körper, um es zu verbrennen als Treibstoff. But I'd like to give you the omega-3 story. Aber ich möchte euch die Geschichte hinter Omega-3 erzählen. We are told that the highest source of omega-3 is fish. Uns wird immer gesagt, die beste Quelle für Omega-3 ist Fisch. But no creature can put omega-3 into their fatty acid chain. Only plants can. Aber es gibt keine Geschöpfe, die irgendwie Omega-3 in ihr Gewebe einbauen können. Das können nur Pflanzen. And the reason fish are high is because they eat a one-celled algae that is high. Und warum haben die Fische dann aber so viel Omega-3? Weil sie eine einzellige Alge fressen, die das enthält. And the fish that are the highest in omega-3 are also the highest in mercury and dioxin. Aber leider sind die Fische, die am meisten Omega-3-Fett haben, die haben auch am meisten Schwermetalle wie Quecksilber. Mercury and Dioxin. Quecksilber oder auch Dioxin. There is some concern about mercury in the Celtic salt. Manche machen sich auch Sorgen und sagen, naja, Quecksilber ist auch in dem keltischen Salz, oder? But mercury is a metal and it's heavy and it sinks to the bottom of the sea. Aber Quecksilber ist ein Metall und Metalle sind schwer und deswegen sinkt das auf den Meeresgrund. So it's not in the seawater. Das heißt, im Wasser ist das gar nicht enthalten. It sinks to the bottom of the sea, the seaweed takes it up, the little fish eat the seaweed, then the bigger fish eat the little fish and it accumulates. Das sinkt auf den Meeresboden und die kleinen Algen, die nehmen das auf und dann kommen die kleinen Fische und fressen die Algen, dann kommen die großen Fische und fressen die kleinen Fische. There's also a question about the microplastics in Celtic salt. Und dann ist auch die Frage gestellt worden, ist Mikroplastik ein Problem bei keltischem Salz? They have put the Celtic salt and the Baja salt through intensive testing.
Man hat das keltische Salz, auch das Baha-Salz, sehr intensiv untersucht. And they found that there's more microplastic in the air than in the Celtic salt. Sie haben festgestellt, es befindet sich mehr Mikroplastik in der Luft als in diesem Salz. So it's very minimal. Das heißt, es ist minimal. And many people have been told to get the best omega-3, they need to get fish oil capsules. Und das, was heute in der Öffentlichkeit ist, wenn wir das beste Omega-3 wollen, dann sollten wir Fischölkapseln zu uns nehmen. And fish oil capsules are tested because they're not allowed to have high amounts of mercury in them. Und diese Fischölkapseln, die werden überprüft, denn da darf kein hoher Schwermetallgehalt drin sein. They're allowed to have a minimal amount, otherwise there'd be no fish oil that would pass the test. Also es gibt da geringe Grenzwerte, ein bisschen muss man zulassen, sonst würde man überhaupt keine Ölquellen finden, die gar nichts haben. And one of the dangers of mercury is it accumulates in the tissues. Aber ein großes Problem mit Quecksilber ist, dass sich das im Gewebe anreichert. It's bioaccumulative. That means little by little it's accumulating in the tissues. Also man nennt das bioakkumulativ. Das heißt, im Gewebe, im lebenden Gewebe wird das immer mehr angelagert. And that's why with fish, the largest fish have the highest accumulation of mercury. Das ist wie so eine Nahrungskette und deswegen finden wir auch in den größten Fischen am meisten Quecksilber. The omega-3 that is found in the flaxseed and the chia Das Omega-3, das wir in Leinsamen und Chia finden, is called alpha-linolenic acid. nennt man alpha-lineolische Säure. And it has 3 double bonds. Die hat 3 Doppelbindungen. So that's 1, 2, 3. Hier seht ihr es, 3. In the body, ALA is converted to EPA, eicosapentaenoic acid. Und diese Säure, ALA abgekürzt, wird dann im Körper umgebaut zu EPA. And it has 5 double bonds. Das hat 5 Doppelbindungen. So it's very fluid. Und deswegen ist das auch sehr, sehr flüssig. In the body, EPA is converted to DHA, docosahexaenoic acid. Und das EPA, das ist auch eine Säure, wird dann wieder in eine andere Säure, DHA abgekürzt, verwandelt. Die hat 6 Doppelbindungen. And DHA is used exclusively in the body for cell membrane function and repair. DHA wird im Körper ausschließlich für Zellfunktionen benutzt, nämlich um die Membran zu reparieren und instand zu halten. And you can see why God designed it that way. Und wir verstehen jetzt auch, warum Gott das so entworfen hat. Because in the dark areas of the body, this conversion is taking place. Weil diese Umwandlung im Körper stattfindet, da wo kein Licht hinkommt. But we must be eating adequate flaxseed, chia, and the nut that's high is walnut. Aber wir müssen eben ausreichend Leinsamen, Chia und eine Nuss, die es auch enthält, Omega-3, ist die Walnuss. Das müssen wir ausreichend zu uns nehmen. In the fish, ALA is eaten in the algae. Beim Fisch ist das so, dass da dieses ALA ist aus der Alge. In the fish, ALA is converted to EPA, EPA to DHA. Man extracts that and says this is far superior. Und im Körper des Fisches wird das aber dann umgewandelt, die erste Fettsäure, nämlich in EPA und dann wieder in DHA. Das wird dem Fisch entzogen und in eine Kapsel gepackt und dann sagt man, das ist das beste Omega-3. But my question is this. Meine Frage ist aber dann, If 3 double bonds is sensitive to light, heat and oxygen, wenn schon 3 Doppelbindungen empfindlich sind für Hitze, Licht und Sauerstoff, how sensitive is 6 double bonds? wie empfindlich ist dann erst 6 Doppelbindungen? Is it possible for them to extract it with no exposure to heat, light and oxygen? Ist das möglich, dass dieses Omega-3, diese Fettsäure extrahiert wird, ohne dass die Hitze, Licht oder Sauerstoff ausgesetzt wird? And the other problem is the fish that are the highest in this are the highest in mercury and dioxin. Und das andere Problem hatte ich schon erwähnt, dass diese Fische, die am meisten Omega-3 haben, die haben auch am meisten Quecksilber und Dioxin. And so
My reckoning is it's far easier to grind up the flaxseed, have a handful of walnuts and have some chia seed. Deswegen, meine Schlussfolgerung ist, es ist doch viel einfacher. Wir haben Leinsamen, wir mahlen den uns, wir nehmen eine Handvoll Chiasamen und die Walnüsse. To ensure that we're getting the omega-3 that we need. Damit unser Körper eben die ausreichende Menge an Omega-3 bekommt. Now, yesterday we looked at the danger of the high carbohydrate diet. Gestern haben wir uns angeschaut, welche Probleme damit verbunden sind, wenn man sehr viele Kohlenhydrate isst. We looked at how this high glucose load Wir haben geschaut, wie viel Glucose dabei entsteht is sent to number 1, the cell, und diese Glukosemenge wird dann an die Zelle geschickt, Nummer 1. number 2, glycogen stores, Zweitens in die Glykogenspeicher gesteckt. and all the excess is stored as fat. Und was dann noch übrig bleibt, wird als Fett gespeichert. So when we look at dangerous fats and healthy fats, Wenn wir uns jetzt also Frage stellen, welche Fette sind gut und welche nicht, you can see that the body uses all these different types of oils. dann können wir feststellen, all diese verschiedenen Arten von Fetten kann der Körper nutzen. But one of the most dangerous fats is this excess stored fat from overload of glucose. Aber eine der gefährlichsten Fettquellen sind eben diese Fettzellen, wo die überschüssige Glucose gespeichert ist. And as I explained to you last night, carbohydrates aren't bad. Und wie ich auch gestern Abend erklärt habe, Kohlenhydrate an sich sind nicht schlecht. But it's this fast diet which is high carbohydrate, high sugar, that is storing as the excess fat. Aber es ist eben dieses Fast Food, diese schnell zubereitete Nahrung, die viele Kohlenhydrate hat, viele Zucker, die dazu führt, dass viel überschüssiges Fett angelegt wird. It's the overload that's the problem. Also das zu viel macht die Probleme. There's no need to stop potatoes or pasta or rice or bread. Wir brauchen jetzt nicht die Kartoffeln vom Speiseplan zu streichen oder die Nudeln oder das Brot. But it just shouldn't be the main part of the meal. Es sollte einfach nicht der Hauptbestandteil unserer Ernährung sein. Now, what the body does with that fat, Was macht jetzt der Körper mit dem Fett? it stores it in the inactive parts of the body. Er wird dorthin gesteckt, wo der Körper inaktive Körperteile hat. And then it starts storing in the internal organs. Und in den inneren Organen wird es gespeichert. And that's where it can get dangerous. Und da fangen dann die Probleme an. Now, I think I'm about 48 kilos in weight. Ich glaube, ich wiege etwa 48 Kilogramm. And we had a lady attend our program who was 100 kilos. Und wir hatten eine Frau bei uns in unserem 10-Tage-Programm, sie wog 100 Kilogramm. And at the end of the week, she said, Barbara, I feel fantastic. Und am Ende der Woche sagte sie zu mir, Barbara, ich fühle mich super. But she said, I'm still puffing up the hills. Einmal. Okay. So. Und sie sagte mir aber, ich bin immer noch am Stöhnen, am Keuchen, wenn ich die Hügel hochlaufe. Well, I said to her, if I was carrying 2 25-kilo buckets, I'd be puffing up the hills. Und ich sagte zu ihr, naja, wenn ich links und rechts jeweils 25 Kilo eine Tasche in der Hand hätte, dann würde ich auch keuchen. An illustration that carrying this extra weight makes life a lot harder. Das ist jetzt einfach nur eine Illustration dafür, dass wenn wir überschüssige Gewicht an uns herumtragen, wird das Leben natürlich schwerer. And I have a friend who's a pediatrician. Und ich habe einen Freund, der ist Kinderarzt. And she gets mothers coming to her complaining that their children are too skinny. Eine Kinderärztin. Und die Mütter kommen zu ihr teilweise und sagen, meine Kinder sind so dünn. And she says to them, they're normal, they're healthy. Und dann sagt sie ihnen, die sind normal, das ist gesund. But because so many little children are carrying too much weight today, Aber weil es heute schon so viele übergewichtige Kinder gibt, the people complain that the skinny kids are too skinny, but they're actually normal. beschweren sich die Leute, weil die normalen Kinder sehen dann zu dünn aus, zu mager. And who's going to win the race in the running race?
Aber wer von diesen Kindern wird wohl dann den Wettlauf gewinnen? It makes life so much easier when the children aren't carrying that excess weight. Wenn Kinder nicht überschüssiges Gewicht mit sich herumtragen müssen, ist das Leben so viel leichter. And if you let children, they will live on bread and cereal. Und wenn man die Kinder lässt, dann reicht ihnen Brot und Müsli zum Essen. So you just don't let them. Und deswegen dürfen wir sie nicht lassen. One lady said, my little 2.5-year-old will only eat porridge. Eine Mutter sagte mir, meine 2,5-jährige Tochter, die will nur Maisbrei. She said, what shall I do? Was soll ich machen? I said- Porridge, is it from oats? Nur Haferbrei. I said, get rid of the porridge. Ich sagte, schließ den Haferbrei weg. Easy. Ganz einfach. And you'll be surprised what children eat when they're hungry. Und ihr werdet überrascht sein, was Kinder essen können und mögen können, wenn sie hungrig sind. It's so important to establish good eating habits when the children are little. Also es ist ganz wichtig, dass wir schon unsere kleinen Kinder dass wir ihnen gute Essgewohnheiten beibringen. An overweight child will struggle for the rest of their life with that. Wenn ein Kind schon übergewichtig ist, dann nimmt es dieses Problem wahrscheinlich in sein ganzes Leben mit und hat damit Mühe. So that is one of the dangerous types of fats. Also das ist ein gefährlicher Typ Fett. And as you can see, that has nothing to do with the fat we're eating. Und wie ihr schon feststellen könnt, dieses Fett entsteht nicht durch Fettaufnahme, sondern durch anderes, was wir essen. The other dangerous fat is altered fats. Eine auch gefährliche Fettsorte sind die veränderten, die raffinierten Fette. So in the 1980s and 90s, when everyone was told to stop butter and eat margarine, Dann in den 1980er und 90er Jahren, wo alle gesagt haben, weg mit der Butter, Margarine müsst ihr essen, they actually introduced an incredibly dangerous fat. da haben sie tatsächlich ein hochgefährliches Fett eingeführt. And it's well documented it's the number one cause of macular degeneration. Und es ist sehr gut belegt, dass das die Nummer 1 Ursache für Makuladegeneration ist. So I'd like to show you how they make margarine. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie Margarine hergestellt wird. And the very process of how they make it will show you how dangerous it is. Und schon allein, wenn wir den Prozess der Herstellung betrachten, werden wir sehen, dass das gefährlich sein So muss. let's say they want to make margarine out of flaxseed oil. Sagen wir mal, Sie möchten aus Leinöl Margarine machen. Well, they've got a problem. Jetzt haben Sie ein Problem. And the problem is the oil is liquid. Und das Problem ist, das Öl ist so flüssig. So they saturate the oil with hydrogen ions. Und dann wird dieses Fett künstlich gesättigt mit And Wasserstoffatomen. the saturation causes the bottom hydrogen atom on the double bonds to flip over to the other side. Und diese Sättigung entsteht dadurch, dass die Wasserstoffatome unten dann umschwenken nach oben, um die Lücken zu füllen. So this structure of having one gap above each of these is not known in nature. Und dadurch entstehen Lücken, die vorher 2 Wasserstoffatome groß waren. Die sind jetzt nur noch 1 Wasserstoffatom groß. Und We've now- das ist eine chemische Verbindung, die kennen wir gar nicht in der Natur. We've now lost the double bond, and so now the oil is solid. Aber jetzt ist die Doppelbindung verloren gegangen und dadurch ist das Öl fest. Now that structure that I drew there is very similar to the structure of plastic. Nun, dieses Molekül, die Struktur davon, ist ganz ähnlich wie Plastik. So if you eat margarine, you really should eat the container it comes in. Also, with it. Also wenn ihr Margarine esst, dann solltet ihr konsequenterweise auch den Behälter aus Plastik mitessen. Because it is so similar. Denn es ist eigentlich sehr ähnlich. Since margarine has been eaten, cancer rates have risen. Und seit Margarine auf den Markt gekommen ist, sind die Krebsraten hochgegangen. This is a very damaging fat. Es ist ein sehr gefährliches Fett, das viel Schaden anrichtet. The other damaging fats are the oils that have been extracted using heat. Andere Fette, die viel Schaden anrichten, sind Fette, die man durch Hitze extrahiert hat. So if sunflower oil is extracted using heat, they've just destroyed the double bonds. Wenn man zum Beispiel Sonnenblumenkerne auspresst und unter Einsatz von Hitze, um das Öl zu gewinnen, dann werden die Doppelbindungen zerstört. But if you go into the supermarket, you'll see a whole lot of really cheap oils in clear plastic bottles.
Und wenn man in den Supermarkt geht, durch die Regale, dann sieht man, da gibt es ganz viele Ölflaschen. Das ist transparentes Plastik. You'll see sunflower oil, canola oil, soy oil, corn oil, peanut oil. Und wir sehen da zum Beispiel Sonnenblumenöl, Canolaöl und Erdnussöl und Maisöl Grapeseed oil. oder Traubenkernöl. Don't touch those oils Bitte nicht anfassen. because they are dangerous oils. Sie sind wirklich gefährlich. They will not only interfere with brain function, Sie stören nicht nur die Gehirnfunktion, they get into the blood and start damaging the walls of the artery. sondern sie gelangen auch ins Blut und schädigen die Gefäßwände. So instead of preventing heart disease, they're actually contributing to it. Also statt dass sie Herzerkrankungen verhindern, tragen sie tatsächlich dazu bei. And we know that they must be because heart disease has not dropped since people have stopped butter and started eating margarine. Und eigentlich macht das auch total Sinn, denn die Herzerkrankungen sind ja nicht runtergegangen, seit die Menschen Butter weggelassen haben, stattdessen Margarine essen. And as I'll explain in my next lecture, these are some of the contributing factors to the deterioration of the brain. Und wie ich auch erklären werde in meinem nächsten Vortrag, das sind auch Faktoren, die dazu beitragen, dass das Gehirn immer mehr geschädigt wird. There are two oils that are extracted from the flesh of the plant. Es gibt 2 Öle, die man aus dem Fleisch der Pflanze gewinnt. And as a result, these oils have been used for centuries. Und deswegen hat man diese Öle auch schon seit Jahrhunderten benutzt. Women could extract the oil in their kitchens. Denn die Frauen konnten das Öl selbst gewinnen in ihrer Küche. So if it was in the South Pacific Islands, it was the coconut oil. Und wenn wir irgendwo im Südpazifik auf einer Insel leben würden, dann würden wir dafür Kokosnüsse A few nehmen. years ago in the little island of Taveuni, Vor einigen Jahren auf der kleinen Insel Taveuni a young woman wanted to make me coconut oil. wollte eine junge Frau für mich Kokosöl machen. She climbed the tree and picked the coconuts. Sie kletterte auf den Baum, pflückte Kokosnüsse. She broke them open and she grated the hard white lining. Sie hat sie aufgebrochen und sie hat die äußere, die harte Schicht entfernt. She put it in water and squeezed it Dann hat sie es in Wasser getan und geknetet, until the water went white. bis das Wasser weiß war. And then she got the fiber out and threw it to the chickens. Dann hat sie diese Faserstoffe rausgeholt, das bekamen die Hühner. And then she heated that white milk in a double saucepan and it separated into oil. In die Double Sauce Pan. Und dann hat sie diese Flüssigkeit in ein So it's in the top saucepan and that saucepan sitting in a saucepan of boiling water. Double Okay. saucepan. okay, also eine Pfanne oder so eine Art Topf, aber so ein doppelter, da war einer außen, einer innen. In dem äußeren war kochendes Wasser, innen war diese Milch. So the high heat is not actually touching the saucepan that's got the oil, the milk in it. So dass der innere Topf wird geschützt, dass er nicht zu heiß wird. Traditionally, women would put the milk into the sun and the sun would cause it to separate to oil. Also durch das Kochen werden dann Wasser und Öl getrennt. Traditionell hat man das auch einfach so gemacht, dass man die Flüssigkeit in die Sonne gelegt hat. So after a couple of hours, she poured the oil into a little bottle and gave it to me. Und es hat ein paar Stunden gedauert, dann hat sie das Öl abgegossen in ein Fläschchen, das bekam ich. This was an illustration of how traditionally they've always made the coconut oil. Und sie hat mir damit gezeigt, wie traditionell dieses Kokosöl hergestellt wurde. And I have read historically that in Italy, Und ich habe auch gelesen, dass früher in Italien the women would have wooden presses in their kitchens and put the flesh of the olive in and it would squeeze the oil out. dass die Frauen früher in ihrer Küche eine Holzpresse hatten, und haben sie die Oliven verteilt und dann das Öl rausgepresst. Now, if you look at the basic structure of these two oils, they're the most stable oils. Und wenn wir uns die Molekülstruktur dieser Öle anschauen, das sind die stabilsten Öle. The olive oil does have one double bond. It has one empty spot there. Olivenöl hat eine Doppelbindung, eine Lücke oben.
And that's why when you buy olive oil, it should be first cold pressed, extra virgin in a dark bottle. Und deswegen, wenn man Olivenöl kauft, sollte man darauf achten, dass es in einer dunklen Flasche ist und dass es dieses extra virgine ist, kalt gepresst. See, traditionally the women found that if they had the oil in an open bowl on the table, it would go bitter in a couple of hours. Also schon sehr früh haben die Frauen festgestellt, dass wenn sie dieses Olivenöl aufbewahrten in einer Schale, in einem offenen Gefäß, dann dauerte es nur ein paar Stunden, dann wurde es bitter. So we now know it was the light heat and oxygen that was spoiling the oil. Warum entstand dieser Geschmack? Wir wissen heute, es war eben Licht, Hitze und Sauerstoff. But if they kept the oil in ceramic jars with cork lids in the basement, the oil retained the fresh flavor. Aber wenn sie da stattdessen einen Keramiktopf verwendet haben mit einem Korkdeckel und das vielleicht im Keller aufbewahrt, dann blieb der Geschmack erhalten. Whereas the coconut, because it's a saturated fat, it is heat, oxygen and light resistant. Dagegen das Kokosöl, weil das eben ungesättigt ist, ist es unempfindlich gegenüber Licht, Hitze und Sauerstoff. So if someone wanted to saute their onion, their garlic, the best oil is the saturated fat. Also wenn ihr irgendwie if you want to what? Saute, fry. Saute. Also wenn ihr eure Tomaten oder irgendwelche Gemüse erhitzen wollt, wenn ihr das braten wollt und ihr wollt dazu Fett verwenden, dann ist das Beste das ungesättigte, das Kokosöl. If you fry using the olive oil, you would destroy the oil. Wenn ihr jetzt Olivenöl zum Kochen verwenden würdet, dann würde dieses Öl kaputt gehen. So I predominantly use olive oil. Ich benutze vor allem Olivenöl, but I pour it into my stir fry at the end of my cooking. Aber ich gebe das erst dann dem Gekochten hinzu, wenn es eigentlich schon fertig ist. I pour it into my lentils at the end of the cooking. Wenn ich Linsen koche, ganz am Ende kommt das Öl drauf. Because it gives such a beautiful flavor. Weil es einfach so einen wunderbaren Geschmack verleiht. And traditionally that's how the olive oil has been used. Und so hat man seit langer Zeit das Olivenöl auch eingesetzt. So my suggestion is to get your polyunsaturated fats, eat the food. Also mein Vorschlag ist, um mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu bekommen, essen wir diese Nahrungsmittel. And to get your straight oils, use olive oil or coconut oil. Und wenn wir eben die ungesättigten oder einfach ungesättigten oder gesättigten Fette haben wollen, dann nehmen wir Olivenöl oder Kokosöl. Takes a lot of olives to make a little bit of olive oil. Man braucht sehr viele Oliven, um ein bisschen Olivenöl zu bekommen. So I don't suggest you drink half a cup. Deswegen würde ich auch vorschlagen, dass ihr nicht eine halbe Tasse Öl zu euch nehmt. But I don't know anyone who has any desire to drink half a cup of olive oil. Aber ich kenne auch niemanden, der daran Freude hätte, eine halbe Tasse Öl zu trinken. There is a bit of common sense there. Also, das sagt uns schon der gesunde Verstand. We don't need much, but we do need a little oil. Wir brauchen nicht viel Öl, aber etwas schon. The membrane around every cell in the body is 50% fat. Die Membran um jede Körperzelle besteht zu 50% aus Fett. Except for the brain cell, it's 70% fat. Außer bei den Gehirnzellen. Die bestehen zu 70% aus Fett. And we'll explore that in the next lecture. Das werden wir noch feststellen dann im nächsten Vortrag. What I'd like to show you now is what happens in the gut with the different oils. Jetzt möchte ich dazu kommen, was passiert mit diesen verschiedenen Fetten und Ölen im Darm. So this is mouth and coming down the esophagus into the stomach. Das ist jetzt der Magen, das ist die Speiseröhre. Dadurch gelangt das Essen in den Magen. Underneath the liver is the gallbladder. Unterhalb der Leber ist die Gallenblase. And the bile duct connects with the neck of the pancreas. Und da gibt es auch eine Verbindung zur Bauchspeicheldrüse. Now lining the small intestine are villi. Und im Dünndarm gibt es die sind ausgekleidet mit Darmzotten. And up the middle of each villi is part of the lymphatic system called the lacteal. Und
in jeder einzelnen Zotte gibt es so einen Ausläufer vom lymphatischen System. What's it called? Lacteal. Ein Laktil nennt man das. All through the villi is the blood capillary network. Und überall in den Zotten finden wir auch kapillare Blutgefäße. Anything that goes into our gastrointestinal tract is not part of us till it gets out of the gut and into the blood. Alles, was jetzt in unseren Magen-Darm-Trakt gerät, das wird erst zu einem Teil von uns, wenn es über den Darm und über die Zotten aufgenommen wird. Now these three long-chain fatty acids, Diese 3 langkettigen Fettsäuren, they come into the stomach, but they're not broken down in the stomach. sie kommen in den Magen, aber dort werden sie nicht abgebaut, They come down into the duodenum, first part of the small intestine, sondern sie kommen erst in den 12-Fingerdarm, das ist der erste Teil des Dünndarms. bile from the liver gallbladder emulsify the fats down to tiny particles. Und dann gibt es Verdauungssaft von der Leber und von der Gallenblase und dadurch wird das in kleine Teile aufgespalten. Then pancreatic lipase comes in and further breaks it down. Dann kommt zusätzlich die Lipase dazu aus der Bauchspeicheldrüse und das spaltet es noch weiter auf. And these long-chain fatty acids are then absorbed straight into the lacteal, the part of the lymphatic system. Und diese langkettigen Fettsäuren werden dann direkt in die Laktile, die zum lymphatischen System gehören, aufgenommen. Taken to the thymus, then to the liver, and then stored as fuel. Thymus? Thymus is taken to the liver and then stored for cell membrane function and repair. Es wird in die Leber aufgenommen und dort wird es gespeichert, um dann Zellreparaturen zu ermöglichen. You see, the body, when it sees these oils, it holds on to them because they're the best oil for the cell membrane. Und deswegen, wenn wir ihm diese Öle zuführen, die mehrfach ungesättigten, die hält er fest, weil er weiß, die sind am besten geeignet, um Zellen zu reparieren. But the coconut is totally different. Bei Kokosöl ist das ganz anders. When the coconut comes into the mouth, there are glands just under the tongue. Wenn wir Kokosöl in den Mund nehmen, dann haben wir Drüsen direkt unter der Zunge that release lingual lipase. und da wird linguale Lipase ausgeschüttet. And lingual lipase is an enzyme that breaks down saturated fat. Das ist ein Enzym, das gesättigte Fette aufspaltet. So what's a saturated fat? Was ist ein gesättigtes Fett? Butter is a saturated fat, palm oil, coconut oil, they're all saturated fats. Zum Beispiel Butter, aber auch Palmöl, Kokosöl, die sind gesättigt. There are some nuts that have some saturated fat. Es gibt auch einige Nüsse, die einen Teil gesättigte Fette enthalten. Like the macadamia nut is high in saturated fat with a little bit of mono and a touch of omega-9. Zum Beispiel die Macadamien, die haben vor allem gesättigtes Fett, dann auch ein bisschen einfach ungesättigt und eine kleine Menge mehrfach ungesättigt. Most nuts and seeds are a combination of all of these. Die meisten Nüsse und Samen haben alle 3 Fettsorten, nur eben in unterschiedlichen Anteilen. What I have drawn for you here is the highest source of these different types of fats. Was ich hier angeschrieben habe, stellvertretend, das sind eben die besten Quellen für die unterschiedlichen Fettsäuren. So saturated fat is unique in that the breakdown begins in the mouth. Also was besonders ist beim gesättigten Fett, dass die Verdauung schon im Mund beginnt. Comes into the stomach and the breakdown's already happening. Sie kommt in den Magen und sie ist eigentlich schon aufgespalten. Comes into the duodenum, does not need bile from the gallbladder. Und dann gelangt sie in den 12-Fingerdarm und sie braucht aber gar nicht den Verdauungssaft der Gallenblase. Does not need pancreatic lipase. Auch nicht die Lipase aus der Bauchspeicheldrüse. Because the breakdown's already happening. Denn sie ist ja schon aufgespalten. And then it gets absorbed not into the lacteal, but into the blood. Und dann wird sie nicht in die Laktile aufgenommen, sondern sie geht direkt ins Blut. When it gets into the blood, it gets taken straight to the liver and it's burnt as fuel. Und durch das Blut wird es direkt in die Leber transportiert und dort als Treibstoff verbrannt. What an amazing oil.
Was für ein erstaunliches Öl. So rather than being public enemy number 1, Also statt dass wir ihn zum Staatsfeind Nummer 1 erklären, the saturated fat is actually a remarkable fat. sollten wir eher festhalten, dass dieses gesättigte Fett etwas sehr Erstaunliches bewirkt. It's the easiest fat on digestion, Es ist am leichtesten verdaulich and rather than being stored, the body burns it. und der Körper speichert es nicht, sondern er verbrennt es. So instead of being crucified, the coconut oil should be hailed as a hero. Also wir sollten das Kokosöl nicht kreuzigen, sondern wir sollten es eigentlich verehren wie einen Helden. And when Captain Cook landed on the South Pacific Islands, Und als Kapitän Cook damals auf den südpazifischen Inseln landete, he found the healthiest looking human beings he had ever seen. und da traf er auf die am gesündesten aussehenden Menschen, denen er je begegnet war. The men were strong, muscular. Die Männer waren stark, muskulös The women were beautiful. und die Frauen wunderschön. And what did they eat every single meal? Und was haben sie zu jeder einzelnen Mahlzeit gegessen? Coconut. Kokos. So rather than being the enemy, the coconut is an excellent oil. Also Kokosnüsse und Kokosöl sind nicht der Feind, sondern ein hervorragendes Öl. So the dangerous fats are the altered fats. Die gefährlichen Fette sind die raffinierten. That stored excess glucose is the other dangerous fat. Und auch die überschüssige Glucose, die als Fett abgespeichert wird, ist gefährlich. And that toxic margarine is the other dangerous fat. Und ein drittes gefährliches Fett ist die giftige Margarine. But the healthy fats are the fats that really came as God gave them to us in the nuts and seeds. Aber die gesunden Fette sind diejenigen, die wir so zu uns nehmen, wie Gott sie uns geschaffen oder zur Verfügung gestellt hat, in den Nüssen und Samen. And the two oils that have been used for century, olive oil and coconut, are the best oils to use. Und die besten Öle für den Küchengebrauch sind die schon seit Jahrhunderten verwendet werden, und das ist Kokosöl und Olivenöl. After the break, we're going to be looking at the brain. Nach der Pause wollen wir das Gehirn untersuchen. And I thank Frank for putting fantastic fats before our lecture on the brain. Und ich bin Frank dankbar, dass er zuerst den Fettvortrag in das Programm gesetzt hat und dann das Gehirn. Because it's a lovely introduction into the best fuel for the brain. Weil es eine sehr gute Einführung in das Thema ist, welche Nahrung ist für unser Gehirn am besten. And so, as we go into the next lecture, Wenn wir dann den nächsten Vortrag beginnen, I will show you how they're using the coconut oil as a healer today for brain problems. werden wir sehen, wie heutzutage Kokosöl als Heilmittel bei Gehirnproblemen eingesetzt wird. The coconut breaks the liver breaks the coconut oil down to ketones. Denn in der Leber wird das Kokosöl in Ketone abgebaut. And ketones have been shown to be neuroprotectors and neurohealers. Und bei Ketonen hat man festgestellt, dass sie eine schützende und eine heilende Wirkung für die Neuronen haben. So in the next lecture, as I discuss the best fuel for the brain, Im nächsten Vortrag, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, wie können wir unser Gehirn am besten ernähren, because of what I've just shown you about the different oils, aufgrund dessen, was wir jetzt erfahren haben über die verschiedenen Ölsorten, you will understand why the omega-3 is so important for brain health werdet ihr verstehen, warum Omega-3 für die Hirnfunktion so wichtig ist and how the saturated fat can play a protective role und wie das gesättigte Fett eine Schutzfunktion haben kann and even a healing role. und sogar eine heilende Funktion. And so it's time for a break, Jetzt haben wir Zeit für eine Pause and it's time for everyone to have a breath of fresh air and a drink of water so their brain is ready for the brain lecture. und Zeit, dass wir alle einen Schluck Wasser trinken oder 2 oder 3 und frische Luft, damit wir bereit sind für den nächsten Vortrag. Thank you.